Ja, hallo! Ich würde gerne heute mit euch ein Experiment durchführen. Und zwar möchte ich gerne versuchen, mit Haarspray, Babypuder und einer Blechdose einen solchen Shabby Look hinzubekommen. Ob mir das gelingen wird, das seht ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir starten mit unserem Experiment, würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und einmal die Glocke zu betätigen, damit ihr auch nicht weiter verpasst, wenn hier etwas Neues passiert. Ja, ich hatte am Anfang erwähnt, ich möchte mit euch ein Experiment durchführen. Ich habe ja schon so ein paar Sachen mit Blechdosen gemacht im Shabby Look und ich hatte mir überlegt, naja, es muss doch vielleicht auch so machbar sein, dass man das Ganze ein bisschen mehr in 3D bekommt in diesem Shabby Look und dass man für diesen Shabby Look nicht unbedingt so das teuerste Material verwenden muss. Ich habe mir dazu was überlegt und das zeige ich euch in der Materialliste. Ja, kommen wir zur Materialliste. Relativ kurz gehalten. Ich habe einmal mir 2 Dosen bereit gemacht. Und zwar habe ich hier einfach, ich weiß gar nicht, hier war glaube ich Gemüse drin. Eine Thunfischdose, Etikett abgemacht, sauber gemacht und die Farbe meiner Wahl drauf gepinselt. Einmal das Babypuder. Eine Flasche Haarspray, die habe ich nun mal im Haus. Ich brauche das bei meinen langen Haaren. Und zum Vergleich, weil ich das einmal ausprobieren wollte, wie das halt im Vergleich nachher aussehen wird, habe ich hier meine Flasche Firnis. Kurz erläutert für die Leute, die sagen, was ist das überhaupt? Das wird hauptsächlich verwendet in der Malerei, um halt das Bild, wenn es fertig ist, zu versiegeln. Sagen wir einfach mal versiegeln. Das soll das Bild vor Lichteinflüssen, Feuchtigkeit oder anderen Dingen schützen. Ich nehme das halt auch gerne momentan für Sachen, wenn ich auf Gegenstände etwas mit Malkunst setze, einfach um dann den Gegenstand zu schützen. Ja, ich würde sagen, das war die Materialliste. Wir legen direkt los mit unserem kleinen Experiment. Wir starten einmal mit dem Puder. Wir nehmen also eine der Dosen. Ihr seht, so ist es bemalt. Ich gebe dem Ganzen jetzt hier einmal rundherum das Babypuder. Normalerweise mache ich das draußen, ich mache das nicht drinnen, weil ihr seht schon, es fällt halt immer was runter. Okay, das haben wir. Dann nehmen wir die Haarsprayflasche. Und da ist jetzt wirklich der Hinweis, normalerweise bitte draußen machen. Ich mache es jetzt für euch hier drin. Und vorsichtig aufsprühen. Okay, das war das Haarspray. Jetzt nehmen wir einmal hier die andere Dose. Auch einmal ringsum. Und hier nehmen wir dann einmal das Firnis. Und fertig. So, jetzt müssen wir das Ganze trocknen lassen. Das ist so ein bisschen abhängig, also das ist von der Trocknungsdauer schon ein paar Stunden. Und dann würde ich sagen, wenn es trocken ist, dann sehen wir uns wieder und dann sehen wir auch, was daraus geworden ist. Die Trocknungsdauer ist vorbei und wir wollen doch mal schauen, was daraus geworden ist. Wir haben jetzt hier unsere beiden Dosen. Wir haben einmal hier die Dose, die ich mit dem Haarspray bearbeitet habe. Und ihr seht, es hat gut gehaftet. Es ist durchgekommen. Wenn man jetzt hier drüber geht, seht ihr, es bleibt nur minimalst was an meinem Finger hängen. Eigentlich schon fast gar nichts. Hier unten war es jetzt noch ein bisschen. Eigentlich also genau das, was wir haben wollen.
Dann haben wir hier einmal die Dose mit dem Firnis. Auch hier, gut, war für mich klar, weil ich habe das ja mit dem Firnis schon ausprobiert. Sieht man, ist es drauf geblieben. Und auch hier, wenn man drüber geht, seht ihr, geht nichts runter. So, wenn man das jetzt im Vergleich sieht, sieht das hier etwas glatter, also etwas mehr ja, auf der Dose aus. Und hier kommen so ein bisschen diese Strukturen des Puders besser zum Vorschein. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, man kann super mit Haarspray so einen Effekt erzielen. Es muss also nicht das teure aus dem Fachgeschäft sein. Damit sind wir dann auch zum Ende unseres kleinen Tests angekommen. Was mich an dieser ganzen Sache echt glücklich macht, ist, dass man mit solchen einfachen Mitteln solche Sachen fertigstellen kann. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal reinschreiben würdet, ob ihr weitere Experimente von mir sehen wollt oder ob ihr bestimmte Vorschläge habt, wo ihr sagt, Mensch, was mich schon immer mal interessiert hat, ob das damit geht. Schreibt es einfach rein. Ich bin gerne bereit, das auch auszuprobieren und dann natürlich euch in einem Video zu zeigen, was daraus geworden ist. Damit sind wir dann auch schon mehr oder weniger auch fertig mit diesem kleinen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Gebt mir einen Daumen drauf für das hat mir gefallen und betätigt die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst, wenn es heißt Verkunstet. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss zusammen. Du würdest das bitte sein lassen. Das kann ich nicht mehr, wenn du da so sitzt. Mano. Ja. Das sehen wir in diesem Video. Nicht übel. Nochmal Begeisterung. Das war begeistert. Was? Hallo. Geht schon wieder los hier. Okay, und jetzt nochmal mit einem Satz, der etwas weniger verschwurbelt ist. So wohl. Dose zusammenbringen kann. Schon viel besser. Jetzt streichen wir noch das unter anderem. So, straightforward. Meine geilen Videos mit den geilen Blechdosen. Und Ich hau dich gleich. so jetzt mal ein bisschen Buzzword-Bingo. Mit was? Buzzword-Bingo. Was ist das mit Deutsch, Peter? Ja, und du willst das Wort shabby chic unterbringen. Jetzt muss ich auch noch... Oh Gott. Schön. Und wenn ihr abonniert habt, drückt bitte die Glocke. Das ist so Das machen wir nochmal. Selbsterkenntnis. Ja, ne? Dass ich das noch erleben darf. Ich bin gut, ja. Also dass man so künstlich wirkt. Ist eh schon alles günstig. Sei natürlich. Be yourself. Do it yourself. Es ist schon do it yourself. Nehme einen tiefen Atemzug. Und mir ist immer noch warm. Das wird morgen schlimmer. Ja, ich weiß. Nehme noch einen tiefen Atemzug. Dass du das jetzt noch einmal sagst, ne? Fliegt gleich alles, was ich hier stehen habe, zu mir rüber. Und ich werde treffen. Loser. Ja. Bevor wir starten, möchte ich euch bitten, einmal meinen Abonnenten. Nochmal. Drückt einmal die Glocke, damit auch ich etwas davon habe. Was habe ich eigentlich davon, wenn die Glocke gedrückt wurde? Du hast nichts davon, aber die Leute werden informiert, dass es bei dir was Neues gibt. Achso, die Glocke heißt, ich Vielleicht guckst du das auch mal. www.youtube.de